Wir möchten mit unseren Videos den Fokus nicht nur auf unsere Reise setzen, sondern womöglich auch den Alltag der Einheimischen in den Mittelpunkt rücken. Und wir sind immer ein bisschen auf der Suche nach interessanten Projekten. Und so sind wir auf das Pankisi Valley gestossen, einem abgelegenen Tal in Georgien, wo eine muslimische Minderheit lebt. Da tragen vor allem die Frauen sehr viel zur Entwicklung des Tals bei. Ja, hallo. Meine Eltern sind gestern abgereist. Ja, und wir blieben aber nicht lange alleine, denn wir haben gestern Besuch bekommen von Melli und Dani aus Bayern, Vagabonds. Die kennt ihr sicher schon bereits aus unserem Video von Geikbayri, der Südtürkei. Und die sind jetzt bei uns im Wohnzimmer. Ja, die Aserbaidschaner haben plötzlich gesagt, ja, die Grenze geht jetzt da durch und jetzt ist der Zugang für Georgier nicht mehr gewährleistet. Oh, schade. Und was machen wir gerade? Ja, wir holen uns gute Tipps von euch, ja, weil ihr das ja schon alles gesehen habt. Ja. Ein bisschen Inspiration. Ja, wieder mal in der Fabrika nach einem langen Tag Sightseeing. Ja, nach mehreren Wochen nicht mehr hier. Ja. Immer noch sehr schön. Zum ersten Mal hier und das ist munter. Ja, das war auch echt gut. Ja. Wir haben Vagabonds, Nelly und Dani heute ein bisschen Suisse gezeigt. Das ist das, was uns gefällt. Ja, hat uns auch sehr gut gefallen. Das ist eine Top-Tour. Ja, vielen Dank nochmal an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Sehr gern geschehen. Lieber nicht anfassen. Alles klar, Mann. Ja, hey. Also, Gute Reise, habt Spaß. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, wir sind mal wieder am Packen. Eigentlich hätten wir heute losfahren Richtung Pankisi Valley und Tuschetien. Aber wir sind die letzten Tage krank und uns immer noch ein bisschen am Regenerieren. Und zudem ist mein Laptop leider kaputt gegangen und gerade noch in der Reparatur. Und darum haben wir jetzt verlängern und ziehen jetzt von Tiflis nach Tiflis. Und zwar von der einen Unterkunft in die nächste. Aber die ist zum Glück nicht so weit weg. So, 10 Minuten später haben wir uns ein neues kleines Studio bezogen. Das lange völlig für 3 Tage. Und es ist ein mega cooler Balkon, so ein typischer Tbiliser alter Balkon. Oh, schön, aber ihr seht, wir haben ein bisschen Aussicht. Das heisst, wir sind eigentlich im 3. Stock. Unsere Velos sind dort unten und die müssen jetzt hier aufgetragen werden. Und der Treppengang ist sehr, sehr eng. Das wird mögen bei 40 Grad. Aber das habe ich nicht sein, oder? Mein Herz. Live dabei beim Arbeiten. Yeah. Ja, Dilan Schwidovis, guten Morgen. Wir sind bereit zum Gehen hier von unserem zweiten Apartment in Tbilisi. Leider nicht so früh, wie wir wollten, weil in dieser Stadt machen die Läden erst um 9 oder um 10 Uhr auf. Also frühe Abreise verunmöglicht und es ist jetzt schon extrem heiß und wir kommen recht ins Schwitzen, wenn wir Taschen auf und ab schleppen.
Ξαζέρθη κάτσε μη διόδα Κολιατή με τεβί Αρατζιλιάρα τα σονέβα Χτούλια Ξαζέρθη κάτσε μη διόδα Κολιατή με τεβί Αρατζιλιάρα τα σονέβα Χτούλια Ρότσα κέτουι Σρώματα ιτσρέ Ρότσα κέτουι Μασίνκα τσερδί Ρότσα κέτουι Σρώματα ιτσρέ Ja, wir sind auf dem ersten Pass oben. Shit. Sind sie uns nicht mehr gewöhnt. Streng. Hei, hei. Ja, nach einem sehr heißen Fahrtag heute und ein paar hundert Höhenmeter sind wir jetzt in Tzkima-Tschamia, in einem Dorf auf dem Weg zum Pass auf Richtung Norden. Und wir sind eingeladen worden von der Straße hinweg vom Lascha, der hier im Sommer wohnt mit seiner Familie. In seinem riesigen Garten dürfen wir heute zelten. Genau. Er hat gemeint, hier sei der flächste Platz vom seinem Garten. Also dürfen wir das Zelt aufbauen, ganz einfach. Ja, und dort hinten hat es sogar noch irgendwo ein Toilettenhäuschen, das wir brauchen können. Ja. Und wir gehen jetzt gerade noch mit den Kindern zusammen in den Fluss baden und uns ein bisschen erfrischen. Ja, man weiss halt nie, was so ein Fahrradtag bringt. Immer voller Überraschungen. So schön. Ja, wir sind bereit zum Weiterfahren. Wir haben hier ja im Garten vom Lascha übernachten. Und wir haben mega gut geschlafen. Oder? Ja, guten Morgen. So nett, der Lascha hat mehrere Jahre in Deutschland gelebt, kann fließend Deutsch sprechen, hat in der Polizeiakademie dort geschafft und lebt seit 6 Jahren unter anderem hier im Dorf Tzkima-Tschamia. Ich muss mich wahrscheinlich noch mal korrigieren, dann wir schreiben unten rein, wie es richtig heisst. Thank you. Vielen Dank. Gamo atman modi, nela nela lianda gives gamo sida modi, gamo modi, gamo atman modi, nela nela lianda gives gamo sida modi. Κάτσε μη διόδα Κολιατή με τεβί Αρατζιλιάρα τα σονέβα Χτούλια Ξαζέρθη κάτσε μη διόδα Κολιατή με τεβί Αρατζιλιάρα τα σονέβα Ja, wir sind jetzt gerade über den Pass gekommen und durch einen schönen Wald runtergefahren und jetzt haben wir uns ein Frisbee geholt. Ein frisches Schottibrot. Schmeckt das? Ja. Das mal in einer runden Version. Normalerweise sind es Bürzen. Sieht aus wie so ein Mahlstein, nicht? Ja. Der Rollsteil Kappadokien. Genau, kann ich jetzt sogar wieder sagen. Wir blenden uns ein Foto ein, wie der Rollsteil aussieht. Gamo modi, gamo atman modi, nela nela lianda gives gamo stida modi, gamo modi, gamo atman modi, nela nela lianda gives gamo stida modi. Tulia. Ich habe meine Regenjacke verloren. Ja, jetzt muss sie noch mal zurück auf den Pass rauf. Scheiße. Hoffentlich nicht ganz auf den Pass, ja. Aber ja, sie lässt alles da und ich fange an mit Zelt aufstellen, Bett bereit machen, etc. 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 Duschsack füllen, ganz wichtig. Ja, guten Morgen zusammen. Wir sind bereit zum Losfahren, haben alles gepackt. Und ich werde jetzt gerade noch überrascht von einer Kuhherde. Hoi. Neugierig? Ja, mega. Das ist spannend. Ja, wir haben auch noch schlechte Neuigkeiten. Die Lisa hatte gestern ihre Regenjacke verloren und ist dann auf die Suche gegangen, um sie noch mal zu finden. Und hat sie leider nicht mehr gefunden. 30 Kilometer. 15 Kilometer zurückgefahren und wieder 15 wieder hierhin. Auf dem Weg. X Höhenmeter gemacht zusätzlich. Ja. Aber leider ist sie nicht vorgekommen. Schade.
müssen wir halt schauen, dass wir irgendwie so eine Secondhand-Notfalllösung finden im nächsten Kaff. Weil für Tuschetien brauchen wir definitiv Regenkleid. Ja, wir haben es auf den Platz geschafft. Juhui, wir sind oben. Jetzt geht es runter auf Kakhetien. Ja, es war anstrengend, aber mega schön hier oben. Die Straße ist teilweise asphaltiert und dann teilweise wieder mega holprig. Ja, jetzt haben wir gerade irgendwie 1,5 Kilometer übelste Holperpiste gehabt. Ja, die Straße kennen wir ja schon. Wir sind hier auf unserer Rundreise mit den Eltern von der Lisa durchgekommen. Und es ist also auch mit dem Auto nicht so bequem. Cazzi mi dioda, Goliati me devi, Araziliana da soneva, Tulia, Zazerti cazzi mi dioda, Goliati me devi, Araziliana da soneva, Tulia, Gammo gammo modi, Gammo atman modi, Nella lianda gevs gammo sfida modi, Gammo gammo modi, Gammo atman modi. Ja, hier im Hintergrund haben wir eine Seltenheit. Hier in Georgien. Im Gegensatz zum Beispiel zur Türkei, wo das viel häufiger ist. Hier einfach vom Brunnen. Ja, machen wir mal etwas, was Two-Wheel-Trailer die ganze Zeit macht. Uns im Wasser auffüllen, filmen. Yeah! Nice! Ja, Zeit für eine Mittagspause. Mhm. Was gibt's jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heisst. Ich weiss es noch, Koptari. Ja, suanitische Spezialität in Kakhetien. Yeah! Mhm. Und das ist? Ja, eigentlich gehört zur Khachapuri-Familie. Aber einfach mit Fleisch drin, anstatt mit Käse. Und für mich gibt es etwas aus der Khachapuri-Familie, nämlich Lobiani, also Fladenbrot mit Bohnen drin. Und ein Eiskaffee mit mehr Zucker als Kaffee drin. Ja, heute ist ein mega anstrengender Tag, weil wahnsinnig windig. Und somit sind wir im Pankisi Valley angekommen, in einem Tal von 30 km Länge mitten in Georgien. Hier leben die Christen, eine muslimische Minderheit, die ursprünglich aus Tschetschenien eingewandert sind. Insgesamt etwa 6500 Menschen. Es ist sehr eine strukturschwache Region mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Und durch die Perspektivlosigkeit sind viele junge Männer radikalisiert worden. Darum hat das Tal einen schlechten Ruf in Georgien gehabt. Aber es gibt mehrere Projekte und Initiativen, vor allem von Frauen aus dem Tal, die das möchten ändern. Und darum sind wir da, weil wir da davon gehört haben und uns das interessiert. Und wo wir hier übernachtet, das ist der Nasi ihres Gasthaus. Und Nasi ist die Frau, die 2012 so die Zukunft von dem Tal hat ändern, indem sie durch Georgien gereist ist und gesehen hat, wie andere Gasthouses führen und gefunden haben, wir möchten das Tal für den Tourismus öffnen und damit den Leuten eine Zukunftsperspektive geben. Die ersten Ausländer, die dann gekommen sind, waren internationale Gäste gewesen, Amerika, Australier, sogar Leute aus Neuseeland. Es hat ein paar Jahre mehr gebraucht, bis sie nach Georgien angefangen haben, ins Pankisi-Tal zu kommen. Genau, aber inzwischen hat sie, glaube ich, zumindest in gewissen Kreisen den Ruf schon ein bisschen verbessern können. Mhm. Und das Tolle ist, dass die Initiative Früchte getragen hat. Genau. Dass es auch noch andere Gasthouses jetzt gibt im Tal und hinter all dem stecken eigentlich die Frauen. Aber zuerst einmal haben wir die Umgebung der beiden Ortschaften, Tuisi und Txokolo, mit einer kulturellen Tour besser kennengelernt.
now at the Roddy Scott Foundation in Duisi. That's the main village here in Pankisi Valley. And the reason why I'm speaking English now and not the usual Swiss German is that we're meeting the teachers right now. And they're all very inspirational. They're doing a very big job in teaching English for free to the children here in the valley. So hello, I'm Linda Parevidze, one of the teachers at Roddy Scott Foundation. I'm the first generation of this school. I graduated in 2015. After that, I entered the Tbilisi State University, and graduating from the university, came back and started working as a teacher in this foundation. So we love working with kids, and we are trying to give them education. Seit 2008 bietet die Roddy Scott Foundation kostenlose Englisch- und IT-Kurse an für die Jugendlichen, und das neben dem regulären Schulunterricht. Doch die Institution ist viel mehr als eine Schule, denn sie macht viel für die Entwicklung der nächsten Generation. So gehen viele der Jugendlichen nach ihrem Abschluss in die Stadt studieren oder sogar ins Ausland und kommen mit neuen Ideen für Projekte retour ins Pankisi-Tal. Und wir müssen zugeben, wir haben ein bisschen Mühe mitzuheben mit der Englischkenntnis der Jugendlichen hier, denn sie belegen regelmässig Spitzenplätze bei den nationalen englischen Examen. Ja, nachdem wir die Schule besucht haben, müssen wir die ganzen Eindrücke und alles, was wir erzählt bekommen haben, zuerst mal setzen lassen. Und dann gefunden, wir machen den Ausflug ins Grüne. Und zwar bis ans Ende vom Tal, bis hinter das letzte Dorf von Pankisi, zu einem Wasserfall. Genau. Und dafür kämpfen wir uns hier Schotterpiste drauf. Ab in die Wildnis, dahinter geht's. Back at the Roddy Scott Foundation, and today they have a class going on, so we're very excited because we get to meet some of the children studying English here after school. Yeah. Let's go! So we now made it to the class, and we asked a lot of questions and found out many things about the students, so now it's time for you to meet those nice students. Yes, and here are... Say hello! Hello! It was nice to meet you. Thanks. Nice to meet you. They told us a lot about their dreams and ambitions and what they would like to do in the future. And some of them would like to be journalists or work with nature and tourism. Does anyone would like to say something? Hello, I am Ima. Thank you for visiting us. We are now in Pankisi. Pankisi is in Kakheti. There lives local Christian and Georgian people who have really good relationship. Yeah, and I'm Georgian girl and she's a Chechen and we have a good relationship. We work each other and I think each other, yeah, and you like. Thanks a lot. Very good. Very good. Das Engagement und die Leidenschaft der Frauen im Pankisi-Tal hat uns unglaublich beeindruckt. Und wir haben uns entschieden, das Projekt auch finanziell zu unterstützen. Im nächsten Video erwartet euch ein absoluter Kontrast, denn für uns gibt es eine Zeitreise in eine der entlegensten Regionen Europas. Wir gehen nach Tuschetien und es wird die härteste Etappe von unserer Reise.